Bevor ich zu dem heutigen TWS-Thema wechsle, darf ich eine für euch völlig kostenfreie Veranstaltung aufmerksam machen, und zwar Easy Income Online-Konferenz. Findet statt am Sonntag, den 14. Dezember. Wie ihr seht, sehr interessante Speaker vor Ort. Ich zeige euch auch gern einmal das Programm. Um 17 Uhr geht's los und der letzte Speaker ist um 19:15 Uhr dran. Und auch wenn die Veranstaltung für euch völlig kostenfrei ist, würde ich mich freuen, wenn ihr nicht den QR-Code nutzt, sondern meinen Link, den ihr hier unten in der Videobeschreibung findet. Dann hat der kleine Kanal was davon und kann schnell weiter wachsen. Und jetzt ab zum TWS-Thema. Linksbroker wird relativ häufig von den Kunden bzw. Zuschauern gefragt: Wie kann ich denn in der TWS richtig Alarme einstellen, diese bearbeiten oder auch wieder löschen? Und so hat Links mich gebeten bzw. gefragt, ob es möglich wäre, nicht mal ein Video zu diesem Thema zu erstellen. Wie ihr das tatsächlich richtig einstellt oder macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Heute wieder mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg. Und bevor es losgeht, dieses Video wird wie immer von Links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann stellen wir mal Alarme ein, bearbeiten diese und löschen sie auch wieder. Es geht um hier oben diese Glocke. Bei mir heißt es Alerts. Es kann aber auch sein, dass da direkt Alarm bei euch steht oder Alarmee. Falls ihr diesen Button hier nicht habt, ich nehme ihn raus. Könnt ihr ihn einstellen, indem ihr über das Pfeilchen geht, dann Schaltfläche hinzufügen und dann runter geht, bis ihr dann entweder wie bei mir Alerts oder Alarme findet. Anklicken und dann fügt sich automatisch hier das Symbol mit ein. Es sollte dann auch fest verankert sein, wenn ihr das nächste Mal die TWS öffnet. Jetzt auf diesen Button klicken, dann macht sich ein neues Fenster auf. Und jetzt gehen wir hier als erstes auf Neu. Dann kommt wieder ein neues Fenster. Und hier oben werden wir der ganzen Sache als erstes mal einen Namen vergeben. Ich nenne das Ganze jetzt Test. Dann gehen wir hier rechts auf den Button Hinzufügen. Und jetzt könnt ihr schon auswählen, ja, nach was ihr den Alarm einstellen möchtet. Ich nehme jetzt beispielsweise Kurs, dann auf Weiter und ja, die berühmte Apple-Aktie. Enter-Taste, dann habt ihr das normale Vorgehen. Ihr könnt entweder Aktie Smart auswählen. Dann seht ihr auch hier, Smart bedeutet, dass an den angeschlossenen Handelsbörsen überall alles durchgeschaut wird. Ihr könnt allerdings auch, ich gehe noch einmal rein, noch einmal Enter, Aktie gezielt nehmen, dann macht sich wieder ein weiteres Fenster auf und hier zum Beispiel, wenn ihr warum auch immer nur an der Nasdaq handeln wollt, dann Nasdaq auswählen, OK anklicken und dann seht ihr, dass hier Börse Nasdaq vorausgewählt ist. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit wir schnell groß und stark werden, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, schöne Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Herzlichen Dank. Dann wollen wir jetzt zum Beispiel günstiger rein, als der Kurs gerade steht. Ich habe hier einmal die Aktie ausgewählt. AAPL steht im Moment bei 277. Wir wollen günstiger, also einen Alarm bekommen, wenn die Aktie günstiger ist als diesen Preis, also kleiner gleich. Dann geben wir den Preis ein. Ich gebe jetzt beispielsweise 250 ein und bestätige das Ganze mit der Taste hier unten. Dann seht ihr, dass wir hier tatsächlich jetzt den Text dazu haben. Standardpreis von der Aktie, also Apple-Aktie an der Nasdaq. Ne, wenn sie kleiner gleich als $250 ist, dann möchte ich den Alarm haben. Jetzt seht ihr hier unten auch nochmal eine Wenn-Dann-Regel. Wenn der Standardpreis der Apple-Aktie an der Nasdaq kleiner oder gleich 250 ist, sende eine E-Mail und zeige ein Pop-up-Fenster, eine Message auf dem Screen der Twitter Workstation.
Das könnt ihr natürlich und dann hier auch nochmal einen Sound spielen. Das könnt ihr alles einstellen, ob ihr das ein oder andere wollt. Da müsst ihr in die Konfigurationen reingehen. Da könnt ihr entweder nur den Sound oder ja, nur die Message oder nur das Pop-up-Fenster. Ihr könnt das auch über SMS-Funktionen machen. Da müsst ihr dann aber nicht in die globale Konfiguration, sondern tatsächlich in die Einstellungen von dem System gehen, also auf der Internetseite. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, dieser Alarm aktiv, ist aktiv natürlich, bis er dann von euch gecancelt wird. Und den Rest könnt ihr euch dann auch nochmal in Ruhe durchlesen. So, wenn wir das jetzt haben, müssen wir hier unten auf das Feld Aktivieren gehen und dieses Fenster dann zumachen hier oben mit dem kleinen X. Und dann seht ihr auch, dass dieser Alarm jetzt aktiv ist. Ne? Ich hatte es ja Test genannt. Hier ist der Status aktiv. Und hier habt ihr dann die Beschreibung zu der ganzen Geschichte. Ihr könnt das, wenn ihr hier oben in die kleinen Felder geht, ein bisschen verschieben. Ich finde das immer ja, sehr viel sinnvoller, wenn ich hier sehe, um was es sich hier genau handelt und um welchen Preis es sich handelt. Ihr könnt auch, wenn ihr hier mehrere Alarme gesetzt habt, über diese Felder, über die Spaltenköpfe, das Ganze sortieren, indem ihr raufklickt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Apple-Aktien habt, dann wird es sich danach dann sortieren. So, dann könnt ihr, wenn ihr das jetzt bearbeiten wollt, also zum Beispiel den Preis ändern wollt, markiert ihr die jeweilige Zeile, geht hier rechts auf Bearbeiten und dann seht ihr, macht sich das Feld wieder auf. Dann müsst ihr hier noch einmal die ganze Sache markieren und dann seht ihr, dass sich hier rechts das Feld Bearbeiten zeigt. Das könnt ihr dann anklicken und dann könnt ihr entsprechend hier den Preis anpassen, dann wieder auf Bestätigen. Ihr seht, jetzt sind wir hier auf 2,5010 im Gegensatz zu glatt 2,50 hier oben. Bestätigen und dann seht ihr auch, dass das Ganze sich angepasst hat. Dann müsst ihr hier unten noch einmal die Änderungen speichern und dann wieder aus dem Fenster rausgehen und dann seht ihr auch, dass die 25010 sich hier zeigen. Wir können die ganze Geschichte auch auf Deaktivieren setzen. Dann seht ihr, dass der Alarm archiviert ist, also nicht gelöscht ist. So könnt ihr immer hin und her springen, falls dafür bei euch Bedarf besteht. Wenn ihr jetzt sagt, nee, den Alarm möchte ich gar nicht mehr haben, könnt ihr diesen auch löschen, indem ihr hier auf Löschen geht. Dann fragt das System nochmal, seid ihr wirklich sicher, dass ihr diesen Test-Alert löschen möchtet? Und das bestätigt ihr dann mit Ja und dann wird das Ganze dann aus eurem System rausgelöscht. Dann fangt ihr wieder von vorne an, indem ihr einen neuen Alarm setzt und ja, dementsprechend dann einfügt, beziehungsweise so wieder aufsetzt, wie wir das eben gemacht haben. Die Einstellungen, Konfigurationen könnt ihr hierüber machen. Da können wir dann nochmal in Ruhe drauf eingehen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, es kommen wieder interessante Themen auf uns zu. Übermorgen am Freitag, genau am Freitag, ist dann wieder die Marina mit einem Mindset-Thema, finanzielles Mindset da. Marina Godova nach Dr. Joe Dispenza. Wie ihr wisst, ist alles, was von ihm kommt, immer wissenschaftlich belegt, also kein Räucherstäbchen schwingen Quatsch. Und ja, den Montag drauf haben wir dann wieder die Options App zu Gast, also den Sebastian Legrand mit einem spannenden Thema zur Options App. Und am Mittwoch bin ich dann wieder dran und werde eine eurer Zuschauerfragen beantworten. Das machen wir jetzt immer im Wechsel, also eine TBS-Zuschauerfrage von euch und eine Frage, die sehr, sehr oft dann bei Links angefragt hat, wie ich es dann anfangs schon erwähnt habe. Ich wünsche euch einen tollen Tag, passt auf euch und eure Trades auf und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.